Metall zuschneiden in einer kleinen Werkstatt, das ist meistens ein Job für den Winkelschleifer. Das macht viel Dreck, das ist nie so hundertprozentig genau und da gibt es eine tolle Alternative und die heißt Handkreissäge. Nutzen sehr viele, habe ich schon mehrere Videos zugemacht. Jetzt schreibt mir jemand, es gibt aktuell bei Parkside eine 40 € Handkreissäge. Kann man damit auch Metall zuschneiden? Habe ich ein bisschen überlegt, habe ich gesagt, weißt du was, ich bestelle mir das Gerät, wir versuchen das einfach mal. Bei einer 40 € Handkreissäge stelle ich mir grundlegend immer die Frage, kann man da überhaupt vernünftig was mit zuschneiden, geschweige denn Metall. Ich habe eine Evolution Handkreissäge und eine alte Bosch von meinem Vater, beide funktionieren sehr gut. Das ist sicherlich beides eine andere Liga, auch von der Qualität und von der Verarbeitung. Aber wenn ich mir das hier so angucke, man hat hier 2 Sägeblätter, man hat ein bisschen Zubehör, hier so einen schönen Parallelanschlag. Das ist im ersten Moment schon mal gar nicht schlecht. Ist kein High-End, keine extreme Qualität, aber von der Verarbeitung für 40 € finde ich das mehr als okay. Und diese Handkreissäge hat ein ganz besonderes Feature, das haben die wenigsten. Die kann man in der Drehzahl variieren. Ich habe hier also 6 Stufen und das ist das größte Problem bei den meisten Handkreissägen. Die laufen einfach zu schnell, um damit Metall zu schneiden. Die sind alle auf Holz optimiert oder auf Kunststoff und man kann die Drehzahl nicht runterregulieren. Und das ist der Riesenvorteil, das kann ich bei dieser Handkreissäge. Trotzdem ist natürlich die Belastung beim Zuschneiden von Metall ganz anders, als wenn man damit Holz schneidet. Ganz andere Belastung. Ich habe hier 1300 Watt. Ich habe die Möglichkeit, die Schnitttiefe einzustellen und ich habe die Möglichkeit einer Schrägverstellung. Das heißt, ich kann hier auch auf Gärung oder ich kann hier auch im Winkel von 0 bis 45 Grad alles zuschneiden. Ein Parallelanschlag ist sicherlich nichts Besonderes. Frage ist immer, wie parallel ist der am Ende des Tages? Und auf der anderen Seite hat der eine schöne Skala drauf. Das hat meine Evolution zum Beispiel nicht. Ich habe schon geguckt, der passt bei der Evolution auch rein. Also den werde ich da in Zukunft verwenden. Und wenn ich hier irgendwas einstelle, dann ist das auch wirklich relativ genau. Das heißt, ich habe hier verschiedene Einstellungen vorgenommen. Ich habe dann einfach mal zum Sägeblatt gemessen und von der Messung her oder von dem Maß her, dass man da ermitteln kann, wirkt es relativ genau. Wie genau das ist, das machen wir natürlich gleich bei den Schnittversuchen. Die Handkreissäge hat einen elektronisch geregelten Softstart. Das hört man auch eindeutig, wenn man das Gerät einschaltet. Und ich kann hier jetzt ganz einfach die Drehzahl regulieren in 6 verschiedenen Stufen. Ich habe hier im ersten Test erstmal ein bisschen Holz zugeschnitten. Das ist einfach so eine alte Holzbohle, die ich in meiner Werkstatt rumliegen habe, also nichts Besonderes. Wenn ich jetzt gleich damit Metall zuschneide und das Gerät geht kaputt, was ich nicht glaube, dann denke ich mal, kann ich wenigstens sagen, von wegen Holz hat funktioniert. Ich habe hier 50 mm eingestellt am Parallelanschlag und das funktioniert auch wirklich gut. Schnittqualität sieht gut aus, das Teil sieht optisch winklig aus, also mit Holz haben wir hier schon mal in der Form keine Probleme. Das Gerät hat außerdem eine Power Control, das heißt, wenn die Drehzahl in die Knie geht, dann überwacht das Gerät laut Herstellerangaben diese Drehzahl wohl und dann wird das nachgeregelt. Ja, und das ist natürlich auch ein wichtiges Feature und das werden wir natürlich jetzt im Metallbereich ausprobieren. Das verbaute Sägeblatt ist jetzt natürlich nicht in der Lage, Metall zu schneiden. Ich habe aber ein zweites im Lieferumfang und damit werde ich durchaus probieren, jetzt erstmal Aluminium zuzuschneiden. Das sind Sägeblätter, 20er Bohrung in der Mitte, 190 im Durchmesser. Ich habe hier noch von meiner Evolution Rage, das Sägeblatt habe ich ausgebaut, das hat 185 mm Durchmesser und hat auch eine 20er Bohrung. Also kann man hier eindeutig auch einbauen, hat man nur ein bisschen weniger Schnitttiefe, also genau 2,5 mm weniger. Ich versuche es aber erstmal mit dem mitgelieferten und möchte erstmal Aluminium zuschneiden. Sägeblattwechsel ist hier innerhalb von Sekunden möglich. Ich habe hier einen Spindellock. Sägeblatt zieht sich meistens relativ stark fest. Ich brauche dafür einen Imbusschlüssel, der ist nicht im Lieferumfang enthalten, sollte man darauf achten. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn man ein neues Sägeblatt einbaut, dass man einmal den Rundlauf kontrolliert, dass das auch vernünftig eingebaut ist. Es kann immer mal sich irgendwo verklemmt haben, dass es nicht hundertprozentig stimmt. Und wenn man das dann beim Sägen hat, das tut dem Sägeblatt nicht gut und das tut natürlich auch dem Sägeschnitt nicht gut. Das ist jetzt ein 3 mm Aluminium Vierkantrohr. Das ist hier in meinem schönen Magnetschraubstock eingebaut. Also der ist wirklich unglaublich praktisch. Den habe ich mir mal selber gebaut. Gibt es natürlich auch ein Video zu.
Und das kann ich hier perfekt auf meinem Schweißtisch ausrichten und dann können wir hier ganz einfach Aluminium schneiden. Der Fehler bei diesem ersten Schnitt, ich habe vorhin ein bisschen hier rumgespielt und habe dann aus Versehen die Schnitttiefe ein bisschen höher gestellt und dann schafft man das von dem Schnitt her nicht. Aber im Prinzip sieht man hier bei diesem ersten vorsichtigen Sägeschnitt, dass man hier problemlos auch mit dem mitgelieferten Sägeblatt Aluminium schneiden kann. Wie lange, wie gut das funktioniert, ist dann natürlich eine andere Sache. Aber im Prinzip von wegen ist es schon mal problemlos möglich, hier mit dem Sägeblatt selbst Aluminium zu schneiden. Jetzt habe ich hier die Schnitttiefe variiert und das heißt, hier hat man Späne, aber man sieht von wegen, man hat keine Funken. Das ist auch immer wichtig für Werkstätten, wo zum Beispiel viel brennbares Material gelagert wird. Qualität des Sägeschnittes sieht hier auch alles andere als schlecht aus. Also bin ich wirklich positiv überrascht, gerade mit diesem Sägeblatt, was dafür eigentlich nicht geeignet ist. Winkligkeit ist hier auch in der Form gegeben. Wenn man mit diesem Parallelanschlag natürlich arbeitet, da muss man gerade bei so kleinen Sägezuschnitten immer darauf achten, dass da die Führung wirklich hundertprozentig gegeben ist. Was wir jetzt machen, wir stellen die Säge einfach mal auf 45 Grad, ganz normal nach Skala ein. 45 Grad ist dann oben auch der Anschlag. Und jetzt können wir hier auch Rohre auf Gärung zuschneiden. Das ist immer besonders wichtig, wenn man sich irgendwelche Rahmen oder sowas zuschneiden will, die man hinterher zuschweißen will. Das kann man hier mit so einer ganz normalen Handkreissäge auch sehr schön machen. Und das ist oft gerade das Problem, wenn man das zu Hause mit einem Winkelschleifer macht, alles anreißen und so. Hier braucht man einfach einmal den Anriss für die Länge, für die Spitze und dann kann man einmal schön lang sägen. Und das sieht auch optisch wirklich sehr gut aus. Also das habe ich wirklich nur nach Anschlag eingestellt, einmal abgesägt. Man hat hier so eine kleine Stelle, da bin ich so leicht abgerutscht mit dem Parallelanschlag, aber ansonsten sieht das wirklich optisch toll aus. Die maximale Schnitttiefe habe ich hier in der Form in der Beschreibung nicht gefunden, aber da können wir ja ganz einfach nachmessen. Das heißt, ich habe hier 65 mm ungefähr und mit diesen 65 mm können wir arbeiten. Ich habe in meinem Resteregal ein 60 x 60 Vierkantrohr und da versuche ich jetzt mit dem Sägeblatt, was dafür nicht geeignet ist, muss man immer im Hinterkopf behalten, ein Stück abzuschneiden. Ich nutze hier vernünftig Schmierstofföl, reguliere die Drehzahl hier zwischen 3 und 4 runter, habe ich auch beim Aluminium gemacht, immer wirklich nie mit der maximalen Drehzahl arbeiten. Das ist viel zu schnell für das Sägeblatt und den Werkstoff und dann können wir hier einfach versuchen, ein Stück abzuschneiden. Und jetzt merkt man schon bei dem ersten Anschnitt, das ist nichts für das Sägeblatt. Man könnte das hier durchaus in irgendeiner Form reinwürgen, würde wahrscheinlich auch schaffen, hier irgendwo ein Stück Vierkantrohr abzuschneiden, aber dann ist das Sägeblatt kaputt. Das ist schade. Dafür ist das Werkzeug nicht geeignet. Ich habe es hier ganz kurz, wie gesagt, ein paar Sekunden versucht, diesen ersten Anschnitt zu machen und dann merkt man schon, dass das in der Form nicht funktioniert. Darum habe ich es gleich abgebrochen und das sieht man hier auch an diesem kleinen Stück hier. Es ist warm geworden. Sägeblatt hat es zum Glück unbeschadet überlebt. Aber ich habe ja zum Glück noch ein anderes Sägeblatt, das ist dafür deutlich besser geeignet und hier sieht man, das geht wirklich durch wie Butter. Und das ist eine schöne Sache. Man sieht hier, man hat minimal Funken, aber im Prinzip lässt sich das nicht vergleichen mit einem Winkelschleifer. Ich habe hier einen sehr sauberen Schnitt. Ich kann das mit einem Parallelanschlag machen, kann hier also auf die Schnelle mal 50 mm Stücke zuschneiden. Man kann das nachmessen. Das ist genau 50 mm, lässt sich sehr gut einstellen. Also ich bin da mit der Handkreissäge, ich habe natürlich eine vernünftige Säge und alle Möglichkeiten, aber gerade für den mobilen Einsatz, für den, der nichts anderes hat, ist so eine Handkreissäge und wie gesagt, so ein Teil kostet 40 € alles andere als verkehrt. Und so ein Vierkantrohr, das kann man immer noch einfach mit einem Winkelschleifer zuschneiden, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Aber was macht man mit großen Blechen? Ich habe hier immer diese Blechtafeln 1 Meter mal 2 Meter in meiner Werkstatt. Und jetzt schneide ich hier einfach mal einen Streifen Aluminium zu. Und das geht wirklich auch wie Butter. Das ist 2 mm Aluminium, könnte aber auch 3, 4, 5 mm sein. Ist wirklich eine schöne Möglichkeit, weil ich sage mal so, mit einem Winkelschleifer das jetzt abtrennen in der Form oder so ist eine Quälerei, wird niemals hundertprozentig. Wenn es hundertprozentig werden soll, dann brauchst du da wirklich Tage für. Und hier einfach mit dem Parallelanschlag, ansonsten kann ich natürlich auch eine Schiene nutzen, wäre genauso eine Möglichkeit, aber der Parallelanschlag funktioniert hier in der Form so schön und schon habe ich einen richtig schönen Blechstreifen. Der ist genau 100 mm, der ist perfekt parallel, also das ist eine schöne Möglichkeit, funktioniert mit meiner Evolution Rage und funktioniert auch mit diesem sehr, sehr günstigen Modell.
Alu ist jetzt natürlich nicht die extreme Belastung. Darum nehmen wir hier einfach eine Stahlplatte. Die ist 10 mm stark. Das ist schon eine ganz andere Liga. Die könnte aber auch 15 oder 20 mm stark sein. Vernünftiges Sägeblatt. Säge in der Drehzahl reguliert. Das heißt, ich bin hier bei Stufe 4 nach wie vor. Ein bisschen Öl dran und dann kann man hier wirklich einfachen Streifen sich abschneiden. Und der Streifen ist wirklich auch perfekt. Es funktioniert völlig problemlos. Also das ist eine der schönsten Möglichkeiten. Ich mache das hier alles nur mit diesem Parallelanschlag, aber das ist natürlich auch nach anderes möglich. Das ist mit einer Schiene möglich. Ich finde es am besten bei diesen langsamen Sägeschnitten immer, wenn man nach Möglichkeiten mit einem Parallelanschlag oder nach einer Schiene das macht. Funktioniert aus meiner Sicht am besten, kriegt man die besten Ergebnisse. Aber es ist natürlich auch in allen anderen Varianten. Man kann das auch auf Gärung machen, dass man sich einen leichten Winkel da abschneidet und. Also sind tolle Möglichkeiten und das macht hier die Säge auch gut. Und wenn man sich die Schnittqualität anguckt, das kriegt man weder mit einem Winkelschleifer hin, das kriegt man weder mit einem Plasmaschneider hin. Also das ist eine ganz andere Liga. Ist oben so ein ganz feiner Grat, den kann ich einmal mit der Feile entgraten und das war's. Ansonsten habe ich hier ein sehr schönes Schnittbild. Ich würde mal sagen, mit diesen Streifen, die genau 3 cm sind, genau was ich eingestellt habe, ist die Frage wirklich beantwortet. Man kann mit dieser Handkreissäge, mit dem richtigen Sägeblatt, Metall schneiden wie Butter. Hätte ich im Vorfeld in der Form auch nicht erwartet. Ich finde sowas immer unwahrscheinlich spaßig, sowas mal auszuprobieren. Es kommen manchmal negative Sachen bei raus, manchmal auch sehr positive. Das ist auf jeden Fall positiv. Für 40 € die Handkreissäge, weil das auch immer viele Leute interessiert, die habe ich mir selber gekauft. Das ist kein werbefinanziertes Video. Mir kam die Frage oder mir wurde die Frage gestellt, daraufhin habe ich mir diese Kreissäge bestellt, habe da 40 € bezahlt, habe da auch den Kassenbeleg, werde die sogar auch behalten, weil sie mir wirklich auch gefällt. Mit dem Sägeblatt ist Aluminium in einer bedingten Form, ich habe jetzt keinen Langzeittest gemacht, möglich. Und wenn man sich ein vernünftiges Sägeblatt kauft, kann man hier wirklich Stahl schneiden wie Butter. Das ist mit den meisten Handkreissägen in der Form nicht mal möglich, weil die keine Drehzahlregulierung haben. Und wenn die Drehzahl viel zu hoch ist, dann hat man nach dem ersten Schnitt sich schon so ein Sägeblatt ruiniert. Selbst so ein hochwertiges wie dieses Evolution Sägeblatt, das verlinke ich hier unter, genau wie die Säge. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video gibt ein bisschen Inspiration, was alles auch mit sehr günstigen Werkzeug möglich ist. Muss nicht immer teuer sein, aber wenn man hier so eine Handkreissäge hat, wie ich hier habe, diese Evolution Rage, die ist auch gar nicht mal so teuer. Die kostet, glaube ich, 120, 130 €, gleich mit dem richtigen Sägeblatt. Und damit macht es natürlich noch mehr Spaß zu arbeiten. Aber auch das hat mir heute wirklich sehr gut gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über einen netten Kommentar und über einen Daumen hoch. Bis dann, euer Manni.